gerade die Fotos gemacht für die Einwanderungspapiere und sitzen jetzt gerade und warten, dass sie fertig gemacht werden. Der Fotoladen, in dem wir gerade die Fotos gemacht haben, war ein bisschen im kubanischen Stil. Man konnte da auch Essen und Tee kaufen. Das war einfach ein ganz alter Studioraum. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, man kann es gut verstehen. Hier ist es ziemlich laut. Also wir sind hier im historischen Zentrum von Asunción und machen hier alle Erledigungen. Und Martin hat es ja vorhin schon erklärt, dass wir Fotos gemacht haben. Oh, hier tropft. Jetzt waren wir aber gerade nicht nur Fotos entwickeln, sondern auch gleichzeitig bei dem Notar, wo wir eben dieses Formular unterschreiben müssen, dass wir die paraguayischen Gesetze respektieren. Die Vollmacht für unseren Einwanderungshelfer, dass er sich weiterhin um unsere Papiere kümmern darf, wenn wir nicht da sind. Und dann muss man noch eine Unterschrift leisten für ein Buch von dem Notar, wo wir bestätigen, dass unsere Unterschrift ist. Jetzt wird es dunkel, wir gehen gerade ins Parkhaus. Und jetzt fahren wir zu Interpol. 10 Fingerabdrücke. Genau, wo wir alles abgeben müssen. Alles. Ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, hier machen wir jetzt die 10 Fingerabdrücke und warten jetzt gerade außerhalb. Wir wollen jetzt nicht davor filmen, aber wir können euch mal hier kurz einen Rundblick zeigen, wie das ganze Neighborhood aussieht. Genau. So, wir sind jetzt hier in der Klinik und werden Blut abgeben müssen. Genau. Weil wir noch einen HIV-Test machen müssen. Also den muss man immer machen, wenn man hier die cedulare Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Man kann es auch schon in Deutschland machen, das haben wir aber zeitlich nicht mehr geschafft. Und deshalb machen wir es hier. Das erledigt dann auch der Einwanderungshelfer mit einem. Und ja, es ist auch so eine Formalie einfach. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was wäre, wenn der positiv ist. Das habe ich bisher nicht gefragt und wurde uns auch nicht gesagt. Wird man sofort zurückgeschickt wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ich frage es mal, weil das würde mich auch interessieren. Also wir laufen jetzt hier gerade unter dem großen Shopping Center durch, das 2 Teile geteilt ist. Einmal der Teil hier und damit zum Durchgang hier noch eins. Vorhin haben wir gerade gehört, dass das hier wohl eher als das Zentrum gedacht wird, weil hier einfach mehr los ist als der Altstadtteil, wo wir vorhin gerade die ganzen Sachen erledigt haben. Ja. Genau, die haben wir jetzt alle gemacht. Wir haben Blut abgenommen, wie wir schon gesagt haben, die Fingerabdrücke, wir haben, was haben wir noch gemacht? Passbilder gemacht. Und normalerweise hätten wir heute den Notar fertig gemacht, wo wir da das Gesetz unterschreiben müssen und die Vollmacht für den Einwanderungshelfer. Aber die sind noch nicht fertig, das machen wir dann morgen. Und jetzt hat Martin gerade noch Geld gewechselt, etwa 4.000 Euro, 31 Millionen. Guarani. Riesen Packen Geld dann. Genau, um hier, jetzt wäre ich beinahe überfahren worden, um hier ein Bankkonto zu hinterlegen. Ja. Also es ist kein richtiges Bankkonto, es ist bloß so ein Geldhinterlegekonto für dieses Einwanderungsgeld. Genau, damit der Staat weiß, dass du solvent bist, wenn du hierher kommst sozusagen. Ich muss es nicht machen, weil ich Akademikerin bin und ein Diplom habe. Also es gelten nicht alle Diplome und Abschlüsse und Bachelor und sowas gilt überhaupt nicht. Du musst schon ein Diplom haben und meins gilt aber, meins geht durch. Neben Ärzten und irgendwelchen Ingenieuren und Zeug und pipapo. Ich bin ja Informationsmanagerin, sowas braucht man ja immer. Wichtige Leute werden im Land gebraucht. Genau, zum Beispiel Informationsmanager. Und ja, genau, und jetzt laufen wir nach Hause. Jetzt hängt der Magen auch in den Kniekehlen. Ich habe jetzt wirklich Hunger. Es ist jetzt gegen 1:30 schon. Ja. Also wir waren jetzt seit 8:30 heute Morgen unterwegs. Hat doch alles ziemlich lang gedauert.
Morgen Aber hat alles geklappt. Genau, hat alles geklappt. Morgen geht es dann weiter, eben mit Bankkonto und Notar. Und dann am Mittwoch haben wir frei. Und am Donnerstag braucht er uns dann nochmal, vielleicht auch Freitag, wir hoffen nicht, weil wir am Freitag ja eigentlich abreisen, für die Migration. Da müssen wir dann auch nochmal Unterschriften machen. Auf jeden Fall, ja, also die 10 Fingerabdrücke bei Interpol hier, naja, ist niemand von uns so begeistert drüber, aber kommt man nicht drum rum. Und ja, irgendwie ist die Tinte auf diesem Papier, was die hergenommen haben, so ein bisschen schmierig. Ich glaube nicht, dass die Fingerabdrücke wirklich alle brauchbar sind. Ja, uns soll es recht sein. Und ja, dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal essen. Ja. So, wir waren jetzt gerade bei der Policía Nacional und haben unser paraguayisches Führungszeugnis für Ausländer geholt, damit wir jetzt bei der Bank das Geld hinterlegen können und ach so, ja, genau, für die Immigration, die brauchen das auch noch. Also wir stehen jetzt hier gerade in dem Park, der direkt vor der Bank ist, in der ich jetzt das Geld hinterlege für die Aufenthaltsgenehmigung. Genau, 31 Millionen Guarani, das sind eben knapp 4.000 Euro. Ich muss ja eben nichts hinterlegen. Und wir waren jetzt gerade, das hast du schon erzählt, dass wir bei der Polizei waren und unsere Führungszeugnisse bekommen haben. Ja, genau, also das hier hast du schon nochmal, gesagt. Genau, das ist 3 Monate gültig. Dann hat Alex jetzt gerade noch was bei Interpol nochmal erledigt. Die wollten jetzt, glaube ich, die Führungszeugnisse haben. Ja, genau. Und haben uns jetzt nochmal was mitgegeben, was alles Voraussetzungen sind, um dieses Bankkonto eben zu eröffnen. Genau, und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir nochmal zur Polizei, damit die uns dann sehen können. Also die wollen halt uns in Person sehen und das alles dann abschließen. Genau, und zum Notar gehen wir dann eben jetzt genau. heute, Notar um eben dieses Papier zu unterschreiben, dass wir die paraguayischen Gesetze respektieren, dass wir unserem Einwanderungshelfer die Vollmachten geben und dann nochmal etwas unterschreiben, wo die einfach sehen, dass unsere Unterschrift ist. Also es ist dann auch wichtig, dass die Unterschriften alle sehr ähnlich aussehen. Ja. Genau, und ja, jetzt stehen wir halt gerade im historischen Zentrum. Wir haben leider wahrscheinlich heute wieder keine Zeit, hier ein bisschen mehr zu erkunden. Weil wir noch so viel erledigen müssen und einkaufen müssen, aber wir wollen es wenigstens morgen oder spätestens übermorgen dann schaffen, weil wir ja dann schon am Freitag aufs Land fahren. Mal kurz einen Rundblick. Ja. Sicherheitsmaßnahmen sind hoch. Man wird gescannt, wenn man durch den Eingang geht. Vorm Eingang stehen die Beamten mit Maschinen, Pistolen und so weiter. Also ja, aber das kennt man eigentlich schon auch aus Costa Rica und der Dominikanischen Republik. Und genau, man darf das Handy eben nicht mal aus der Tasche holen, dann würde sofort die Polizei kommen. Und ja, ich weiß nicht, wie es dann, so wurde es uns gesagt, die Polizei würde sofort kommen. Ja. Und jetzt laufen wir zum Auto. Und dann geht es jetzt nochmal wohin zum Notar, ne? Jetzt habe ich schon wieder nicht. Und dann nochmal
Genau, danach fahren wir zur Polizei, eine polizeiliche Meldeadresse bestätigen. Das macht auch alles der Einwanderungshelfer. Auch wenn man hier keine Adresse hat, also niemand hat ja erstmal eine Adresse. Ja. Das machen die Einwanderungshelfer. Und genau, dann sind wir dann danach fertig für heute. Und dann müssen wir auf jeden Fall erst noch was essen. Ja, aber jetzt ist nämlich schon gegen 12, doch schon wieder. Wir haben uns was Leckeres zu essen geholt. Das hier sind so Teigtaschen. Es ist natürlich auch wieder Fleisch drin. Also es gibt hier sowas nicht ohne Fleisch. Doch ein Ei hätte es noch gegeben. Ei. Ja, genau. Und Karne ist in den Rollen drin. ja. Und hier diese Taschen. Ich nehme eine raus. Hühnchen. Hier, so sehen die aus. Kennen wir aber auch schon. Also die sind in ganz Lateinamerika verbreitet, diese Taschen. Schmecken gut. Genau. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Genau. So sieht das jetzt aus. Schmeckt gut. Ich meine, gesund ist anders, ja, aber wir sind halt immer auf der Suche nach Local Food und möchten halt gerne so essen, wie man eben in den Ländern isst. Und ja, hier isst man eben viel solche Sachen, Teigtaschen mit Fleisch gefüllt und so weiter. Also es schmeckt gut, gesund ist anders, aber zu empfehlen. Das ist die Polizei, die da ein bisschen unterhalten. So, wir sind jetzt fertig hier bei der Polizei und die wollten uns jetzt nur noch mal kurz sehen. Wir mussten noch eine Unterschrift leisten, dass wir auch tatsächlich die Personen sind, die hier im Land sind. Und jetzt sind wir für heute durch und morgen haben wir frei und am Donnerstag geht es dann weiter mit dem letzten Schritt der Immigration. Aus Paraguay, Asunción. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Immigration und sind soeben fertig geworden. Wir haben jetzt noch ein paar Unterschriften leisten müssen für die finalen Dokumente, für die 6 Aufenthaltsgenehmigung. Stück oder so. Genau. Und dann wurden nochmal Passfotos gemacht, was dann für die Cedula ist. Ja, genau. Was jetzt, genau. Und ja, jetzt müssen wir 3 bis 4 Monate warten, bis die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung fertig ist. Also wir hoffen, dass unser Einwanderungshelfer es in 3 Monaten schafft. Ja. Und dann erst kann man nämlich die Cedula beantragen, was dann die Arbeitserlaubnis ist und dieser Ausweis, wie unser deutscher Personalausweis quasi. Und genau, also so lange bleiben wir jetzt noch hier. Also wir hoffen zumindest, dass es in 3 Monaten machbar ist, weil viel länger wollen wir eigentlich nicht hier bleiben als bis Anfang, Mitte Dezember. Eigentlich wollen wir dann im Dezember, Ende Dezember spätestens das Land verlassen und was anderes sehen. Allerspätestens. Ja. Eigentlich Mitte Dezember. Ja, aber weil Ende Dezember ist ja schon Weihnachten und so weiter und wir wollten Weihnachten eigentlich woanders feiern als hier. Jetzt müssen wir mal schauen und ja, wir warten jetzt noch auf die anderen. Wir sind heute zu 6, 3 Pärchen, die noch ihre Unterschriften leisten müssen und heute schaffen wir es dann jetzt hoffentlich mal, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Ja, mal sehen. Genau, ja, und das war's dann mit dem Einwanderungsprozess.